Hallo ihr Lieben, ich melde mich mit einem neuen Tag zurück. Und zwar geht es um den mit Büchern durch den Herbst Tag. Ähm, Den fand ich schon sowieso total toll und jetzt hat mich die liebe Sina von Book of My Life getaggt. Dafür nochmal herzlichen Dank. Ich verlinke euch ihr Video oder ihren Kanal in die Infobox. Könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Und ich würde sagen, ich fange auch gleich an. Die erste Frage. Kastanien sammeln. Zeige eine Reihe, die du zusammentragen musstest, obwohl du erst ein oder sogar kein Buch davon gelesen hast. Kann auch mittlerweile komplett gelesen sein. Die Reihe habe ich mittlerweile komplett gelesen. Und zwar geht es um Dark Village, in diesem Fall der erste Teil, das Böse vergisst nie. Hat von mir durchweg 4 Sterne bekommen. Hat mir recht gut gefallen. Ich fand den schwarzen Buchschnitt auch immer ganz toll. Und ja, hier geht es ja um 4 Freundinnen und eine davon wird ermordet und alles dreht sich dann halt um diesen Mord. Und mir hat es sehr gut gefallen. Zweitens, Regenschauer. Zeige ein Buch, das erst begonnen hat, sich dann aber furchtbar enttäuscht hat. Ja, bei dem Buch gibt es verschiedene Meinungen. Zum Beispiel Paddy Love Books, die fand das Buch total toll und mich hat es irgendwann einfach enttäuscht, weil es mir zu krank wurde. Und zwar spreche ich von You von Caroline Kepnes, Du wirst mich lieben. Das ist ja ein Roman über einen Stalker und ja, es geht halt einfach darum, dass eine junge Frau ja, er rettet angeblich das Leben einer jungen Frau, es war aber wohl von ihm fingiert und ja, und so hat er die Möglichkeit in ihr Leben zu treten und sie merkt gar nicht, wie breit er sich in ihr Leben macht und am Schluss wird das einfach nur noch total krank. Mir war es einfach zu viel, es hat mich irgendwie nicht mehr fesseln können, kann natürlich auch nur mir so gegangen sein. Ja, auf jeden Fall, das Buch hat mich zum Ende hin dann einfach enttäuscht. Drittens, Drachensteigen. Zeige ein Buch, mit dem man sich in ein Abenteuer stürzt. Da habe ich mich entschieden für Nachtzirkus von Erin Morgenstern oder Morgenstern. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich bin ja nicht so der Fantasy-Abenteuer-Romanleser. Weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich es überhaupt mal lesen werde. Hier geht es halt um einen geheimen Zirkus, wo 2 Magier ein Duell austragen, wenn ich das jetzt so richtig wiedergebe. Ja, konnte mich bis jetzt noch nicht dazu aufraffen, es zu lesen. Wenn es von euch einer gelesen hat, dann könnt ihr mich gerne anstecken, falls es euch so begeistert hat. Oder vielleicht auch mich bestärken, dass ich es nicht unbedingt lesen muss. Ja, ist auf jeden Fall noch ungelesen. Viertens, Indian Summer. Zeige ein Buch in den Farben Rot, Orange oder Gelb. Muss nicht zwingend alle Farben im Cover enthalten sein. Das ist von Christine Hamel, Über uns der Himmel. Wer meine Videos verfolgt, weiß wahrscheinlich, dass das eins meiner Highlights dieses Jahr war. Hier geht es um Kate, die mit Patrick zusammenlebt, junges Ehepaar. Und er kommt bei dem World Trade Center Attentat ums Leben. 13 Jahre später möchte sie wieder heiraten und ihr erscheint im Traum aber immer Patrick mit dem Leben, was sie jetzt hätten, wenn er damals nicht gestorben wäre. In dem Leben haben sie nämlich sogar ein gemeinsames Kind. Ja, und es war einfach wahnsinnig fesselnd, berührend. Hätte ich vorher gar nicht mit gerechnet. Das war für mich so ein richtiger Überraschungserfolg, sag ich mal. Und das Buch werde ich so schnell nicht mehr vergessen. So, 5. Blätterrascheln. Zeige ein Buch, bei dem die Seiten nur so dahin geflogen sind. Ja, da gibt es ja viele. Ich habe mir jetzt einfach eins rausgesucht. Und zwar von Guillaume Musso, Nacht im Central Park. Ist wie alle Guillaume Musso Bücher mit Überraschungsmomenten. Man denkt immer, man landet im Liebesroman und es ja, kommt was ganz anderes bei raus. Hier geht es um einen Mann und eine Frau, die völlig unterschiedlich leben, auch in ganz anderen Städten.
und finden sich eines Morgens zusammengekettet auf der Parkbank wieder. Und mich hat das einfach total gefesselt, wie bis jetzt jedes Buch von Guillaume Musso. Und ja, da bin ich wirklich durch die Seiten durchgeflogen. So, 6. Abwarten und Tee trinken. Ein Buch, wo du anfangs nicht abschätzen konntest, in welche Richtung es sich entwickeln würde. Da habe ich mir rausgesucht Strafe von Hakan Nesser und Paula Polanski. Das fand ich auch sehr gut. Da bekommt ein Mann, ein Schriftsteller war es, glaube ich, einen Brief von einem ehemaligen Schulkameraden, der ihm zweimal das Leben gerettet hat. Und der bittet ihn dringend um Hilfe, weil er ja noch sozusagen was bei ihm gut hat. Und da war auch sehr überraschende Wendung. Das Buch hat auch ja nicht viele Seiten, so um die 285. Und das war mega schnell wegzulesen. Und das hat mich auch wirklich positiv überrascht, auch wenn es sehr überraschend dann war. Ja, da konnte man am Anfang nicht ganz so ersehen, worauf es hinausläuft. 7. Kuscheldecke, zeige ein richtiges Wohlfühlbuch. Da habe ich mich für Ewig und eins von Adriana Popescu entschieden. Da geht es um ein Klassentreffen, wo sich 3 beste Freunde wieder treffen und beschließen, das Klassentreffen abzubrechen und die Nacht miteinander zu verbringen und verrückte Sachen zu machen. Und ich kam mir wirklich dabei vor, als wenn ich mittendrin bin. Das war so warmherzig geschrieben. Das war mein erstes Buch von Adriana Popescu. Diesen Monat möchte ich dann noch Lieblingsmomente lesen. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und das kann ich auch auf jeden Fall weiterempfehlen. 8. Schalstricken. Welches Buch, welche Reihe hätte verlängert werden sollen? Und das hat 4 Bände, die Reihe. Und ich hätte bis zum 4. Band niemals gedacht, dass ich mal sagen werde, dass die Reihe verlängert werden soll, weil ich teilweise so genervt war. Bloß der 4. Band, der hat mich dann so mitgerissen, so begeistern können, dass ich gerne noch mehr von Tessa und Hardin lesen würde. Und zwar ist das hier After Forever von Anna Todd. Das war mit Abstand der beste Teil der Reihe für mich, auch wenn viele enttäuscht waren. Aber ich fand es von allen Teilen am besten und hat dann sogar 5 Sterne von mir bekommen, die anderen nur 4 bis 4,5. Also ich würde gerne irgendwann nochmal mehr von Tessa und Hardin lesen. So. 9. Zellulin. Zeige ein schauriges, gruseliges Buch. Und da habe ich mich entschieden für Winter People, Wer die Toten weckt, von Jennifer McMahon. Das habe ich vor kurzem als Mängelexemplar entdeckt. Und für mich ist es einfach gruselig, weil ich selbst Mutter bin. Und hier geht es um ein Kind, was schon gestorben ist. Ich lese nur mal das Oberste vor. Dein größter Wunsch geht in Erfüllung. Dein Kind kehrt von den Toten zurück. Doch weißt du, was dich erwartet? Also das finde ich, hört sich sehr gruselig an. Und das werde ich auf jeden Fall noch lesen. So, und das letzte ist 10. Lesen im Kerzenschein. Welches Buch wirst du in diesem Herbst noch lesen? Und zwar ist das 20 Zeilen Liebe von Rowan Coleman. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe letztes Jahr Einfach unvergesslich von ihr gelesen. Da ging es um eine junge Mutter, die an Alzheimer erkrankt ist. Ja, und dieses soll eine Tragikomödie sein. Bin schon mal sehr gespannt drauf. Hier steht nicht so viel dazu. Es gibt Briefe, die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern und solche, die dich zum Weinen bringen. Und dann, ganz selten, gibt es noch die Nachrichten, die sich tief in dein Herz brennen. Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das ist nämlich ein Rezi-Exemplar. Und das waren meine 10 Bücher sozusagen. Taggen tue ich natürlich auch noch. Da schreibe ich aber nachher die Namen in die Infobox, weil sonst vergesse ich wieder die Hälfte von denen, die ich eigentlich taggen möchte. Ich hoffe, euch hat der Tag gefallen. Ich würde mich wieder sehr über Kommentare freuen, natürlich auch über neue Abos. Und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!